regnet draussen. Ja. Es regnet draussen wieder mal, aber uns steht es nicht los. Ja, es ist der vorletzte Tag. Wir fahren jetzt eigentlich schon heim, aber wir in Trondheim noch übernachten. Dann fährt ich mit Clarion Hotel. Das letzte Mal. Grand Hotel nochmal. Das Nachtbuffet, das Morgenbuffet, Sauna und Gym. Ja. Ja, schade. Ich finde es schade, dass wir nicht mehr Zeit haben für Trondheim. Ja. Aber ich bin ja schliesslich auch schon mal gewesen, also so neu ist es mir auch nicht. Es gibt, heute ist auch kein Film eingeplant. Also. Ja. Ja. Vorbei an endlosen Seen, Fjord Ja, absolut. und Nadelwälder. Und ganz wenig Häuser, ab und zu hat es mal ein Häuschen. Ja. Aber wir haben jetzt noch eine Eisenbahnstrecke, wie man noch sagen. Außerdem der Grund, wieso es uns auf den Camping verschlagen hat, haben wir nicht ganz herausgefunden. Aber es war auch kein Wüstenort. Ja. Es ist einfach pur für Angler, Angelferien. Ja, der hat etwa 25 Boote, die man dort mieten kann. Genau. Dann hocken die Leute in den Bötchen den Tag lang. Am Abend den Fisch bräteln. Ja, man muss sagen, in der Wohnung unten hat es eine grosse Tiefkühltruhe gehabt, wo man den ganzen Fang einfrieren. Also das Thema ist nicht der Schlepper da vorne. Nein, das ist, wenn jetzt offiziell ist das Ende von Nordnorwegen. Das ist jetzt unter dem Tor, jetzt gehen wir hier einen Kaffee trinken, der Robby braucht eins. Thierry hätte eigentlich da mit der Drohne durchfliegen. Wir können noch warten, bis es dann... Alles verknitterte Gesicht und schaut ein bisschen so blöd. So, und jetzt sind wir hier in Namsos, glaube ich, und da hat es das Lachs-Aquarium. Und das ist die grösste Touristenfalle, wo ich jemals reingelaufen bin. Da zahlt man Geld, dass man über die Staudamm laufen darf. Auf der anderen Seite gibt es ein kleines Aquarium, das sie brauchen zum Lachs zählen. Im Besucherzentrum gibt es noch 2-3 Lachs, also vom Aquarium kein Ding. Da darf man sich am Lachsbuffet, wo man natürlich zahlen darf, auch noch bedienen, aber das hat noch nach wenigen Zuchtlach ausgesehen, also nicht geil, also nicht zu empfehlen. So gemein. Ja, weißt du ja. Da hat es schönere Sachen zu sehen. Genau 1 Stunde bis Trondheim, wo wir nochmal Waffeln essen, Kaffee trinken, 2 Schritte laufen, das Nachtbuffet essen. Und dann bricht die letzte Nacht an. Und die wird nämlich auch schon dunkel. Also gestern war auch schon halb dämmerig. Der Wolken. Dämmerig. Und es wird jetzt vielleicht schon eine kleine Nacht. Aber ja, jedenfalls letzte Nacht. Dann geht der lange Weg zurück nach Oslo. Ja. Thierry, du hast das Wort. Ja, jetzt letzte Strecke von Trondheim zurück auf Hegedal. Und es ist so designt, dass man nicht zweimal die gleiche Straße fahren wird. Also, und da gibt es keine Autobahn auch, obwohl es jetzt wieder eine Autostraße hat. So schnell mal Gas geben. Weil Thierry muss sich eigentlich konzentrieren. Ich heiße durch, gebe ich am Wort am Robby über, bevor ich einen Unfall mache. Hey, wieso habe ich das nicht entdeckt? Nein, jetzt haben wir es entdeckt. Letzte Fahrt aus Trondheim. Trondheim hat mich überrascht. Es ist noch ein angenehmes Städtchen mit schönen alten Häusern und einem städtischen Flair. Viele Kneipen. Und man hat das Gefühl, ja, ein bisschen Ausgehen und Gastrokultur. Neben der Brücke, oder? Der in Bergen bekannten Hafen Stelzenhäuser. Ja. Lagerhäuser zum Entladen, zum Sachen lagern. Das Hotel ist ein bisschen
Ist okay gewesen. mittelmäßig gewesen. Es hat luxuriös ausgesehen, aber beim Essen haben sie einfach gespart. Obwohl es zum Morgen hat jetzt vieles entschädigt. Ja. Und ich konnte wieder ein Sandwich rausschmuggeln mit einem Trick. Ich habe fast den Pulli eingebüßt. Wir haben genau ausgerechnet, wann ist der Typ hinter uns und dann flatsch, 5 Meter und ins Stegenhaus. Ja. Man hat gerade verpasst zu filmen, wie ein Tesla einen Porsche überholt hat. Hat er? Ja, ja. Weil der Tesla hat natürlich eine Wahnsinnsbeschleunigung. Er hat nur zu und gerade 5 Autos aufs Mal überholt. Meine Schwester hat gewettet, dass ihr das Auto noch auf dem letzten Meter noch mal verkratzen. Sehr sympathisch. Ja, Optimistisch. optimistisch. Ja. Sie muss natürlich nicht zahlen, das ist es. Immerhin sagt sie, traut sie dir zu, dass auf der ganzen Reise nicht verkratzt ist. Ja. Aber am Schluss. Gehen denn die jetzt hin? Keine Ahnung, im Winter würde ich sagen, geh Skifahren. Es ist halt schon Wochenende. Es ist Freitag Nachmittag. und Freitag heisst Hüttlentag. Ist ja noch sehr früh, aber es gibt gewisse, die gehen schon um 12 Uhr los. So, jetzt sind wir in Kürze hier in Lillehammer. Es ist kräftig Verkehr hier. Und auf der linken Seite sieht man leider nicht, sind da die Sprungschanzen für die Olympischen Spiele. Jetzt sind wir hier in Lillehammer. Ich bin schon positiv überrascht. Ja. Ich habe zuerst gemeint, es ist nur ein verstreutes One-Hand-Clapping. Hat eine coole Bars. Ja. Schöne Häuschen, Holzhäuschen, Blockhäuschen. Schau mal das. Für alle Fans von der Serie Lillehammer, das ist Bar Flamingo, wo der Hauptdarsteller Giovanni Henriksen gekauft hat. Heißt in Wirklichkeit Brennerie. Eineinhalb Stunden. Ja, aber jetzt nicht Dann mehr. haben wir es geschafft. Schönstes Sonnenwetter. Wir fahren hier durch die Kornkammer Norwegens, die sekundäre. Ja. Wie gesagt, die Fahrt hat sich ein bisschen länger gezogen, aber es war nicht so schlimm, wie man oder hätte können sagen. Nein, es könnte, wir hätten auch die anderen Dings sein, die im Stau stecken bleiben. Ja, genau. Dann haben wir das Glück gehabt, dass der Verkehr wieder Ja. abgenommen hat. Ja, Und dann, was machen wir, wenn wir daheim sind? Gehen wir in eine Depression. Jetzt sind wir jeden Tag Nein. fast weitergegangen und auf einmal bleiben wir stehen, Du weil man sich da einfach festgefahren. du gehst noch weiter, du gehst daheim, Genau. dann gehst du auf Brasilien. Ja, genau. Also, So, du gehst noch viel weiter. ich habe noch ein bisschen Prävention, Depressionsprävention. Komm, machen. Nein, das ist der Holländer da vorne, der einfach nicht kann. Bei mir kommt die Depression erst im Herbst. Strecken, Strecken, Reissen. Okay, dort gibt es einen Schlitz im Bergen. Und dann habe ich etwa 2 Wochen vor der Reisebeginn. Der natürliche Schlitz im Fels oder Das ist der? natürlich ein Schlitz. Aha. Der dort im Felsen, nicht der durch. Dort ist Neisen. Nein, nicht die Schneide, der Fels dort. Und dort habe ich eine Übungswanderung gemacht. Mit der ganzen Ausrüstung, mit der Drohne, alles eingepackt im Rucksack und dort offen. Es war der französische Kollege dabei, gewesen, aber wir haben damals die Steigung unterschätzt. Das ist so etwa 60 Grad aufgegangen. Ist der bekannt, der Schlitz? Ja, der ist bekannt. Also die in der Gegend kennen das alles. Es gibt eine sehr schöne Aussicht. Sicher heute sehr schön. Aber sobald wir hier oben angesehen sind, hat es angefangen zu pissen. Also unsere Zuschauer nimmt es Wunder, haben das überhaupt geschafft? Ja, wir haben es geschafft, aber er hat einfach einen Schritt alle 10 Sekunden gegeben, weil er einfach kaum raufgekommen hat mit der vielen Ausrüstung. Wie hast denn du von dem Schlitz gehört? Ja, wir haben irgendwie, der andere hat es schon mal gehört und einer im Geschäft hat gefunden, dort wäre es schöner. Dann habe ich gefunden, und der andere Kollege hat ja kein Auto, dann habe ich gesagt, fahren wir schnell dort hin am Sonntag. Wie kommen wir denn zum Schlitz? Dann fährst du mit dem Auto, unten hat es einen Parkingplatz. Also, und dann musst du etwa eine Stunde laufen. Zum Schlitz?
Ja, unten zum Schlitz, aber es ist steil. Aber wenn du das nicht magst, es gibt einen Weg rundherum, wo es so einfacher ist. Weil es ist eine gewisse Stelle gehabt, da ist wirklich bei jedem Schritt hat sich angefangen Stein lösen. Und die norwegische Regierung rät dringend davon ab. Nein, das ist ein anderer Berg, das ist da in der Luft unten. Ja. Wenn man das Zeug durcheinander gebracht. Jedenfalls haben wir da viel Anbau, da haben wir sogar Obst. Ja. Anbau. Es ist eigentlich das erste Mal, als ich das gesehen habe. Norwegische Äpfel habe ich noch gar nicht. Ja, wir sind auch nicht da gewesen, was die hat. Die sind am Hardangerfjord. Das sagen alle, ja, wir haben es schon. Ja, und am Sonjefjord. Ich habe es dort gesehen, ich kann sogar filmen. Und 5000! 5000! Was sagst du, Thierry? 5000 was für Kilometer? 5000 Kilometer, aber es kommen noch. Müssen wir noch ein paar Fahrer noch zusetzen. Kannst du ein bisschen scharf stellen? Hallo? Das ist scharf. Es fehlen noch ein paar Fahrer noch und ich muss zurechnen, das sind sicher 200 Kilometer mehr durch die Fähren oder sogar noch mehr. Wo unser Körper gereist ist halt. Aber das Auto halt nicht gezählt hat. Das Auto ist nicht gerollt. Aber ja, unsere Reise. Also ich würde sagen, wenn jetzt einer aus der Schweiz gestartet wäre, dann müsste er noch mal über 3000 Kilometer noch zusätzlich noch fahren. Also von der Schweiz hierhin und von der Schweiz und von hier wieder zurück in die Schweiz. Also man muss halt schwer überlegen, ob es das Auto wieder überhaupt über 8000 Kilometer zu fahren. So Leutlis, wir sind gerade fertig mit der Reise. Es sind noch etwa über 10 Kilometer zu fahren. Wo sind die Leute, Lies? Die Leute sind Zuschauer, die das Ganze geschaut haben, die letzten. Die ganzen Baselbieter, die treu vor dem Fernseher gesessen sind. Oder YouTube. Ja, wie sind wir? YouTubianer? Ja. Schau jetzt, fast noch ein gratis Auto. Ja, ich bin noch nicht in der Garage, gell? Es gibt noch 450 Meter. Schaffst du es echt? Ja, sicher. In der Garage einen Kratz zu machen? Nein, ich schaffe das nicht. Was willst du denn, dass Putzeli nicht recht hat? Jetzt stehst du vor einem Dilemma. Nein, sie darf nicht recht haben. Willst du dem Putzeli einen Gefallen machen und sagen, ja, du hast immer recht? Nein, sicher nicht. Meine Schwester hat sicher nicht recht. Ja. Scheiße, es liegt noch irgendwo. Ja. Gautogeno. So, alles ist noch da. Sieht zumindest so aus. Langweilig! Und der wüsste, dass er gefilmt wird. Ja. Und da sind wir. Hegedal, Platz 10. Dort ist der Sushi-Laden, der wartet auf uns. Dann kommen wir essen dort Sushi, wenn wir ein bisschen mehr zahlen. Ja, okay, kann man dort. Was ist der Plan? Einfach reinfahren in die Garage und mal rein. Biegen. Ja, jetzt keine bis Da hat Parkplatz jemand ausgelegt. einfach Holz auf deinem Parkplatz. Das ist meine gelegt. Modellbahn Zubehör. Da sind wir noch im Griff. Oh. Noch ist die Chance, dass das Auto verratzt ist. Sherry, gibt alles. Putzeli. Das Auto nicht verkratzt. Ach oh. Ja. Yeah. Gut. Reise fertig. Die Reise offiziell beendet. Gut.